Wir schreiben das Jahr 2100. Emma legt sich ins Bett. Auf ihrem Nachttisch liegt kein Schulbuch mehr. Stattdessen aktiviert sie ein schlankes Stirnband. Während sie schläft, übermittelt eine künstliche Intelligenz das Wissen direkt in ihr Gehirn. Das Nanoband sieht aus wie ein gewöhnliches Stirnband. Dünn und flexibel und natürlich kaum spürbar. Millionen winziger Sensoren so klein, dass sie einzelne Bereiche des Gehirns ansprechen können. Die KI wartet, bis das Kind in den Tiefschlaf fällt. Dann beginnt die eigentliche Arbeit. Das Nanoband sendet sanfte elektrische Impulse direkt an die bestimmten Stellen im Gehirn. Diese Impulse sind so präzise, dass sie gezielt die Bereiche aktivieren, die für Lernen zuständig sind. Der Teil, der die Sprache verarbeitet, der Teil, der Mathematik versteht und der Teil, der Erinnerung speichert. In der ersten Woche scannt die Technologie des Stirnbands die Gehirnaktivitäten. Das heißt, jedes Gehirn ist ja individuell. Und die KI erstellt somit eine präzise Karte und weiß danach genau, wo sie ansetzen muss. Das Gehirn ist ja ziemlich komplex. Wie wird es also überzeugt? Unser Gehirn hat einen natürlichen Mechanismus, um Erlebnisse des Tages zu verarbeiten. Im Schlaf sortiert es Wichtiges von Unwichtigem. Wichtige Erlebnisse werden ins Langzeitgedächtnis übertragen, unwichtige werden gelöscht. Dieser Prozess läuft jede Nacht automatisch ab. Also, die künstliche Intelligenz nutzt genau diesen Mechanismus. Sie lässt das Gehirn glauben, die Lerninhalte wären wichtige Erlebnisse. Das Gehirn also behandelt die künstlich erfahrenen Informationen wie echte Erinnerungen oder wie Träume, die aber lange bleiben. Es speichert sie genauso ab wie den ersten Schultag oder den letzten Geburtstag. Das funktioniert, weil die KI nicht nur Informationen einspielt, sie verknüpft sie mit Emotionen oder positive Gefühle, mit Neugier, mit Erfolgserlebnissen. Das Gehirn speichert emotional aufgeladene Erinnerungen viel besser. Die englische Vokabel Ocean zum Beispiel wird mit dem Gefühl verbunden, am Strand zu stehen, den Sand zu fühlen. In bestimmten Tiefschlafphasen öffnen sich Zeitfenster von wenigen Sekunden, in denen neue Informationen besonders leicht aufgenommen werden. Die KI trifft diese Fenster mit millisekundengenauer Präzision. Nach 8 Stunden Schlaf hat das Gehirn neue Verbindungen gebildet. Synapsen haben sich neu verdrahtet, das Wissen sitzt jetzt so fest, als hätte das Kind wochenlang dafür gelernt. Neuronal gibt es aber keinen Unterschied zwischen bewusstem Lernen und diesem Schlaflernen. Das Ergebnis ist identisch. Emma wacht auf. Das Nanoband hat sich automatisch deaktiviert. Auf dem Display vor ihr kann sie nachvollziehen, was sie gelernt hat. Mathe erledigt, Englisch erledigt, Geschichte fast komplett. Sie fühlt sich ausgeruht und kann sich gar nicht an anstrengendes Lernen erinnern. Und beim Frühstück checkt ihre Mutter die App. Die KI zeigt ihr genau, was in der Nacht passiert ist, welche Themen bearbeitet wurden und wie erfolgreich die Integration war. Bei Mathe 94%, bei Englisch 96%, nur bei Geschichte gibt es noch ein gelbes Warnsignal. Hier muss sie nochmal bewusst nacharbeiten oder die nächste Nacht nochmal lernen. Und Emma geht anschließend gerne in die Schule, denn dort läuft jetzt alles anders. Der Lehrer stellt eine Aufgabe und sie kennt die Lösung einfach. Nicht, weil sie sich daran erinnert, gelernt zu haben, sondern weil ihr Gehirn die richtigen neuronalen Pfade hat. Die Information ist Teil von ihr geworden. Es gibt keine Hausaufgaben mehr, keine Kontrollen und keinen Druck. Die Kinder haben den Stoff schon intus. Der Unterricht also konzentriert sich auf Diskussionen, Projekte und kreatives Denken. Da es jetzt keine Hausaufgaben mehr gibt, kann Emma am Nachmittag machen, was sie möchte. Sie kann echte Erfahrungen sammeln oder einfach irgendwas spielen. Zwar gibt es morgen nochmal eine Präsentation über das Sonnensystem, aber das ist ja gar kein Problem. Denn sie kann ihr Stirnband einfach aufsetzen
und das komplette Wissen über Planeten und Gravitation einspielen. Im Jahr 2100 hat sich die gesamte Bildungslandschaft verändert. Kinder sprechen mit 10 Jahren fließend 4 oder 5 Sprachen. Die Lerngeschwindigkeit hat sich verzehnfacht. Mit 25 haben Menschen bereits mehrere Abschlüsse. Die Menschheit macht Entwicklungssprünge, die ohne diese Technologie unmöglich wären. Schulstress gehört der Vergangenheit an. Studien zeigen einen massiven Rückgang psychischer Probleme bei Jugendlichen. Depressionen wegen schlechter Noten gibt es kaum noch. Die Stirnbänder sind überall, in jedem Kinderzimmer, in jedem Haushalt. Sie sind so normal wie Smartphones im Jahr 2025. Eltern und Kinder können sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Die Kinder, die heute geboren werden, kennen nichts anderes. Es gibt verschiedene Modelle. Standardversionen für den allgemeinen Lehrplan, Premium natürlich für zusätzliche Features oder die absoluten High-End Special-Versionen für Hochbegabte. Oder es gibt nochmal andere für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Also für jeden Bedarf die passende Lösung. Andere Länder haben natürlich andere Systeme mit eigenen Lehrplänen und eigenen Inhalten. Die Frage, wer kontrolliert, was Kinder im Schlaf lernen, ist noch politischer geworden. Es gibt internationale Regulierungen, klar, Transparenzpflichten sowieso, aber auch Grauzonen, Bereiche, in denen niemand so genau hinschaut. Das Krasse an diesen Dingern ist, die Technologie entwickelt sich auch noch weiter. Also die nächste Generation soll sogar motorische Abläufe beibringen. Wer weiß, was mit den Dingern noch alles möglich ist. Das Jahr 2100 ist eine Welt, in der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwommen sind, wo das Gehirn zu programmierbarer Hardware geworden ist, wo die Technologie nicht mehr außerhalb, sondern innerhalb des Körpers arbeitet. Eine Welt, die faszinierend und zugleich beängstigend ist. Eine Welt, die näher sein könnte, als wir heute denken.